Moin und Namaste. Schön, dass du hier bist bei Button Yoga. Ich bin Kerstin und heute habe ich dir Yoga für Helden mitgebracht. Ta 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 ta, stell dir vor, wir können alle Helden sein. Es geht um die Heldenpose. Ich zeige euch, wie ihr mit einigen Vorübungen dorthin kommt. Aber ich bitte euch, wenn ihr sensible Knie habt, geht wirklich langsam und achtsam vor. Nehmt euch einen Block, eine Decke, ein dickes Kissen mit auf die Matte, damit ihr euren Körper unterstützen könnt. Und dann geht es auch schon los. Hopp auf die Matte und los geht das. Wir starten heute mit dem Sonnengruß. Als erstes wärmen wir uns ein bisschen auf im Sonnenfloh, nutzen den auch, um zu unserer Yoga-Zeit anzukommen. Dann fließen wir durch den Sonnengruß A. Dann kommen unsere Vorübungen und irgendwann versuchen wir mal den Heldensitz. Also lass uns beginnen. Bring deine Füße am Mattenanfang hüftbreit aufgestellt. Heb deine Zehen nochmal an und dann presse sie fest in die Matte und verteile so dein Körpergewicht gleichmäßig auf deine Füße. Deine Kniescheiben ziehen leicht nach oben, so dass deine Oberschenkelmuskulatur aktiviert wird. Dein Becken kippt nach vorn, die Bauchmuskeln spannen sich dadurch an, roll deine Schultern nach hinten unten, Arme ganz entspannt an den Seiten, dein Blick geht nach vorn. Schließ die Augen, nimm hier 3 tiefe Atemzüge, wenn möglich, durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus. Noch ein letzter Atemzug. Öffne deine Augen und beim nächsten Einatmen bringst du die Arme weit über den Kopf gestreckt. Dein Blick kann deinen Händen folgen. Ausatmen, Bauchnabel zieht nach innen, Arme weit, ganze Vorbeuge nach unten. Stirn zieht Richtung Knie. Einatmen, halbe Vorbeuge, roll die Schultern nach hinten. Blick geht nach unten zum Boden. Ausatmen, gehe wieder tief. Einatmen, wieder große Bewegung nach oben, gestreckte Berghaltung. Ausatmen, Hände zusammen und vor dein Herz. Noch zweimal so. Einatmen, gestreckte Berghaltung. Ausatmen, zieh den Bauchnabel nach innen, ganze Vorbeuge, deine Stirn Richtung Knie. Einatmen, Hände zu den Schienbeinen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, gehe tief. Einatmen, große Bewegung nach oben. Ausatmen, Hände vors Herz. Ein letztes Mal. Einatmen, zieh dich in die Länge, gestreckte Berghaltung. Ausatmen, gehe tief, ganze Vorbeuge. Einatmen, Hände zu den Schienbeinen, Schultern rollen zurück, Bauchnabel zieht nach innen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, geh nochmal tief. Und beim nächsten Einatmen komm nochmal nach oben, gestreckte Berghaltung. Ausatmen, zieh die Hände vors Herz. Wunderbar, dann lass uns mit dem Sonnengruß A beginnen. Einatmen, gestreckte Berghaltung. Ausatmen, geh wieder tief. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, tief. Einatmen, Hände auf der Matte aufgesetzt, Tritt zurück in den Liegestütz. Ausatmen, komm vom Liegestütz so auf die Matte oder leg erst deine Knie ab, deine Brust, dein Kinn und leg dich dann auf den Boden ab. Einatmen, kleine Kobra. Ausatmen, komm über den Vierfüßler in den herabschauenden Hund. Tritt hier einmal kurz auf der Stelle. 3 Atemzüge hier. Lockere deine Beine, dehn sanft deine Muskulatur auf. Ein letztes Mal einatmen und wieder aus.
Und beim nächsten Einatmen beugst du deine Knie, dein Blick geht nach vorn und du kommst entweder in kleinen Schritten oder in einem großen Schritt nach vorn zum Mattenanfang. Halbe Vorbeuge. Ausatmen, gehe tief. Einatmen, große Bewegung nach oben. Ausatmen, gehe Hände vors Herz. Einatmen, gestreckte Berghaltung. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, gehe tief. Setz die Hände auf, tritt zurück, Liegestütz. Einatmen hier. Ausatmen, komm auf deinem Weg auf den Bauch. Einatmen, presst dich hoch, Cobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Nochmal 3 Atemzüge hier. Zieh deine Fersen Richtung Matte. Einatmen, beug beide Knie, komm auf deinem Weg nach vorn zum Mattenanfang. Halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, komm nach oben. Ausatmen, Hände vors Herz. Noch 2-mal so. Einatmen, gestreckte Berghaltung. Ausatmen, gehe tief, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Setz die Hände auf. Einatmen, Liegestütz. Ausatmen, leg dich ab. Einatmen, Cobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, beug die Knie. Ausatmen, komm zum Mattenanfang. Wir nehmen ein Tempo auf. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, richte dich auf, gestreckte Berghaltung. Ausatmen, Hände vors Herz. Ein letztes Mal. Einatmen, gestreckte Berghaltung. Ausatmen, gehe tief. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, Hände zur Matte, Liegestützposition. Ausatmen, leg dich ab. Einatmen, Cobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Bleibe hier, 3 Atemzüge. Du kannst auch gerne hier einmal durch den Mund ausatmen, alles loslassen, was dich vom Alltag noch belastet. Atme hier nochmal ein. Und beim Ausatmen bringst du deine Knie zum Boden. Schwenkst die Unterschenkel nach links oder rechts, kommst in eine sitzende Position. Wir kommen einmal in den sitzenden Schmetterling, öffnen so unseren Hüftbereich ein bisschen. Ganz wichtig, wenn man dann später in den Helden kommen möchte. Das heißt, die Fußsohlen berühren sich. Zieh sie so weit wie möglich an deinen Körper heran. Die Knie schieben Richtung Boden. Deine Füße öffnen sich wie ein kleines Buch. Ich hoffe, ihr könnt das sehen hier bei dem ganzen Grün. Umfass deine Fußgelenke, roll die Schultern zurück, sitz ganz aufrecht. Schließ gern die Augen hier, halte und atme. Und zieh wirklich deine Knie bewusst beide Richtung Matte. Zieh die Wirbelsäule in die Länge und zieh die Knie beim Ausatmen nach unten. Einatmen, wachsen, ausatmen, Knie schieben Richtung Matte.
Wunderbar. Dann kommt erstmal dein rechtes Bein zur linken Seite. Du sitzt auf deiner linken Pobacke. Linke Hand kommt vorn an dein Schienbein unterhalb deines Knies. Und die rechte Hand kommt hinter deinen Körper. Und hier kannst du so in deine Leggings fassen von hinten, dass du dieses Gebundene etwas halten kannst. Drehst die Schulter zurück. Wir öffnen hier einmal. Öffnen unsere Schultern. Einmal die Außenseite, einmal die Innenseite. Eine kleine Drehung ist auch noch dabei. Und wir atmen wieder ein, wachsen und ausatmen. Gehen wir noch ein ganz kleines bisschen und wenn es ein kleiner Millimeter ist, in die Drehung hinein. Ein letztes Mal einatmen, ausatmen. Dein Blick kommt wieder nach vorn. Löse erstmal deine Arme und dann bringen wir die Beine zur anderen Seite. Als Orientierung kannst du wieder in den Schmetterling kommen und dann dein linkes Bein auf dein rechtes legen. Rechte Hand vorn an dein Bein und die linke Hand bindet hinter deinem Rücken. Schnappst du dir wieder was zum Festhalten, deine Leggings, Jogginghose, was auch immer. Rollst deine Schulter nach hinten. Einatmen, wir richten uns auf. Ausatmen, wir kommen ein bisschen in die Drehung hinein und arbeiten uns so Millimeter für Millimeter stückchenweise nochmal beim Einatmen in die Länge und beim Ausatmen noch ein bisschen in die Drehung hinein. Einmal ein- und ausatmen noch. Und dann geht ein Blick nach vorn und wir lösen auf. Wir drehen uns einmal der Länge nach zur Matte und kommen in einer Variation der Vorbeuge. Und zwar geht es weiterhin um die Hüftöffnung. Du bringst dein rechtes Bein gebeugt und legst deinen Fuß oder deinen Unterschenkel über deinem linken Knie ab. Dann sitze hier erstmal aufrecht. Zieh deinen linken Fuß jetzt flex, das heißt die Zehenspitzen ziehen zum Körper hin. Und beim Ausatmen kommst du immer mehr in eine kleine Vorbeuge und dann merkst du hier in der rechten Seite, dass deine Hüfte beginnt zu arbeiten. Einatmen ein bisschen in die Länge, ausatmen ein bisschen tief. Und vielleicht kannst du dann deine Hände ein Stück weit zum Unterschenkel bringen und noch ein bisschen mehr in die Vorbeuge gehen. Es darf ziehen, aber es sollte nicht wehtun. Du solltest keine Schmerzen haben beim Yoga. Da muss man sich manchmal auch vielleicht ein bisschen zügeln. Einatmen, richte dich wieder auf. Streck beide Beine aus, lockere einmal. Und dann holst du deinen linken Fuß oberhalb deines rechten Knies, sitzt erstmal wieder aufrecht, dein linkes Knie zieht ein bisschen zur Matte oder du presst ein kleines bisschen mit der Hand gegen das Knie. Schultern tief. Und wenn du dich ein bisschen an diese Haltung gewöhnt hast, dann atme wieder ein, zieh dich in die Länge und beug dich wieder nach vorn. Einatmen Länge, ausatmen ein bisschen nach vorn beugen. Einatmen Länge, ausatmen, beug dich nach vorn.
Und dann lässt du langsam deine Hand Richtung Knöchel gleiten oder zum Unterschenkel hin. Hältst dich da fest, ziehst dich noch ein bisschen weiter in die Vorbeuge hinein. Einatmen, löse langsam auf. Schüttel einmal deine Beine aus und dann treffen wir uns einmal im Fersensitz. Du kannst hier gern über den Schneidersitz nach vorn kommen und dann zum Ende deiner Matte kommen, im Fersensitz Platz nehmen. Lass uns hier nochmal so ein bisschen unsere Brust öffnen. Das heißt, wir atmen ein, Arme kommen nach oben, ausatmen, zieh deine Arme einmal in den Kaktus. Das heißt, die Ellenbogen ziehen nach hinten unten, Handflächen zeigen nach vorn, halte hier. Spürst eine Dehnung, natürlich in deiner Brust, in deinen Schultern, aber auch in den Oberschenkeln. Und dann einatmen, Arme wieder nach oben, ausatmen, senke ab. Jetzt lass uns schon mal den halben Heldensitz anvisieren. Wir kommen mal auf alle Viere und drehen dann unseren rechten Unterschenkel leicht nach außen. Dann nimmst du die Wade und schiebst sie so nach außen und setzt dich zurück. Hol deinen Fuß zurück auf der Matte. Also es soll so aussehen, dass quasi dein Oberschenkel, dein äußerer Oberschenkel, deinen inneren Unterschenkel berührt. So soll es aussehen. Dein Fuß presst fest in die Matte. Und jetzt strecken wir einmal das andere Bein aus, setzen uns ab. So wird schon mal ein Bein an diese Position gewöhnt. Wenn es gar nicht geht, dann bring einfach dein Bein angewinkelt zur Seite. Es ist auch eine schöne Vorübung. Mach dir keinen Stress wegen dem Helden. Du bist auch ein Held, wenn du nicht im Heldensitz sitzen kannst. So, dein linkes Bein ist gestreckt. Und wir wollen auch hier nochmal so ein bisschen in die Dehnung kommen. Und zwar sitzen wir wieder ganz aufrecht, bringen die Arme einmal gestreckt nach oben. Und halten hier erstmal. Dein Blick geht geradeaus. Schultern weg von den Ohren. Atme tief und gleichmäßig. Ein und aus. Wenn möglich durch die Nase. Einatmen, zieh dich nochmal in die Länge. Ausatmen. Bring deine Hände zu deinem Bein und dann rutschst du langsam nach vorn. Erstmal mit geradem Rücken. Halte hier kurz, dass sich dein Körper an diese Dehnung gewöhnen kann. Und dann atme nochmal ein und ausatmen. Beginne langsam in eine Vorbeuge zu kommen. Du kannst die Hände auf der Matte ablegen, an deinem Bein oder Fuß festhalten. Schau, was sich gerade gut anfühlt. Und dann ziehst du deine Stirn Richtung Knie. Der Nacken ganz lang. Nacken- und Schulternbereich sind ganz weich. Halte hier kurz. Einatmen, richte dich auf. Fass einmal in die Kniekehle und hol deinen Fuß zu dir heran. Und dann umfasst du wieder an deinem Unterschenkel und ziehst dich einmal in die Länge.
Kannst einmal nachschauen, wie dein rechtes Bein sich so anfühlt. Also es ist schon ganz schön viel los im Oberschenkel, im Kniebereich, aber auch bis hin in den Fuß. Dein ganzer Fuß sollte gleichmäßig in die Matte pressen. Das heißt auch, die kleine Zehe ist damit integriert. Du kannst das auch mal so bewusst so ein bisschen in die Matte pressen, dass dein Körper weiß von dir, was du möchtest. Wunderbar. Und dann löse ganz langsam. Streckst du dein linkes Bein auf, kommst ein bisschen auf die linke Körperhälfte, holst dein rechtes hinzu und streckst es langsam nach vorn aus. Streich es ein bisschen aus. Guck mal, wie natürlich jetzt deine Füße fallen. Dein rechter Fuß ist jetzt ein bisschen tiefer als der linke. Also der hat sich schon gut aufgedehnt. Und dann kannst du auch mal die Beine ein bisschen ausschütteln. Und dann wechseln wir einmal zur linken Seite. Wir starten wieder im Vierfüßler. Also überkreuz mal deine Beine wieder, schwupp nach vorn in den Vierfüßler. Und jetzt zur linken Seite. Du bringst deinen linken Unterschenkel ein bisschen nach außen. Nimmst deine Wade und drehst sie weg und dann kommst du langsam in diese Position rein, holst deinen Fuß zurück auf die Matte. Der Spann presst fest in den Boden. Justiere vielleicht nochmal mit deiner Wade nach, alles in Ordnung. Und dann streckst du dein rechtes Bein nach vorn aus. Du kannst auch hier gerne natürlich schon auf einen Block, auf ein Kissen, ein Polster kommen. Schau auch hier, dass deine kleine Zehe auch mit in die Matte presst. Und dann sitze aufrecht, zieh den vorderen Fußflex, Arme nach oben. Halte hier. Jetzt hat man eigentlich noch das Gefühl, man möchte wieder ganz schnell aus dieser Position raus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man ja verkürzte Oberschenkel hat, dann fühlt sich das erst schon mal unangenehm an, aber wir beschäftigen uns ja jetzt mit unserem rechten Bein und dann wird das wieder. Du atmest ein, ziehst dich nochmal in die Länge, ausatmen, bring deine Hand auf dein Bein und dann rutsch so langsam nach vorn. Oder du bringst es auf die Matte, ganz egal. Dann halte hier erstmal mit geradem Rücken nochmal. Und dann kannst du Schritt für Schritt in eine Vorbeuge kommen. Umfasse dein Bein, dein Knöchel, dein Fuß. Lass deinen Rücken lang werden, weich werden im Nacken und in den Schultern und zieh deine Stirn Richtung Knie. Zwei Atemzüge hier noch. Und beim nächsten Einatmen richtest du dich langsam auf. Press mit einer Hand in den Boden, um dich auszubalancieren und dann hol deinen Fuß heran. Stell ihn ungefähr auf Kniehöhe auf. Umfass mit deinen Händen, zieh dich in die Länge. Sitze einmal aufrecht. Drei Atemzüge hier noch. Und beim nächsten Ausatmen streckst du wieder dein rechtes Bein auf, kommst auf die rechte Körperhälfte und löst ganz langsam und achtsam dein linkes Bein vom Boden, streckst es aus. Und wenn du jetzt mal deine Füße ausstreckst, sind sie gleich aufgedehnt.
auf gleicher Ebene. Streich deine Beine wieder aus. Lockere nochmal deine Muskulatur. Und dann sind wir, glaube ich, soweit und können es mal wagen, wenn du möchtest, in den ganzen Helden zu kommen. Den gibt es ja einmal in der sitzenden und einmal in der liegenden Variante. Wir konzentrieren uns heute erstmal auf die sitzende Variante. Wenn du sagst, okay, das war jetzt schon mein Limit, kannst du gern nochmal den einbeinigen Helden versuchen, kein Problem. Ansonsten komm mit mir wieder in den Vierfüßler. Und dann starten wir hier im Kniestand. Bring die Knie zueinander. Und dann öffnen sich deine Fersen nach außen weg, wie X-Beine. Und dann drehst du deine Schenkel beide nach außen. Jetzt hier so ein bisschen fest. Und kommst in die Mitte. Dann kannst du deine Füße wieder ein bisschen nach innen holen. Richte dich hier ein. Manchmal braucht das ein bisschen Zeit. Und landest im Helden. Hier kannst du einmal mit den Händen in deine Füße pressen, dich aufrichten. Eine extra Dehnung. Nochmal für deine Füße, dass der Körper weiß, was du von den Füßen willst. Dann dreh die Schultern einmal zurück, öffne deinen Brustkorb, halte hier. Und dann bringst du die Hände einmal zu den Knien, streckst die Arme aus, Schultern ziehen tief und dein Kinn zieht leicht zur Brust, aber nur ein Stück. Du merkst, es ist sehr intensiv im Nacken. Und sitze ganz aufrecht. Du hebst deine Kniescheiben so richtig ein bisschen an. Ein Atemzug hier noch. Beim Ausatmen kommst du wieder nach hinten. Und jetzt spürst du vielleicht, dass du noch ein bisschen tiefer in dieser Position jetzt sitzen kannst. Durch diese kleine Dehnung. 3 Atemzüge hier noch. Öffne nochmal deinen Brustkorb. Und dann presst dich nach oben. Und Schritt für Schritt, ganz langsam und achtsam jetzt, kommst du in den Vierfüßler. Bringst die Füße einmal zusammen, die Knie mattenbreit, schiebst dich in die Pose des Kindes. Hände wandern nach vorn, Stirn zieht Richtung Matte. Atme ruhig und gleichmäßig, genieße die Entspannung. Hol deine Hände zurück, Vierfüßler. Dann bring einmal deinen rechten Fuß nach vorn zwischen deinen Händen. Mit deinem linken Knie kannst du ein bisschen zurückgehen. Press deine Hände auf deinen Oberschenkel, richte dich auf und beim Ausatmen setzt du dich tief in diese Position hinein. Wir wollen jetzt einmal unsere Hüften in die andere Richtung aufdehnen. So ein bisschen für Ausgleich sorgen. Schau, dass dein Knie über deinem Knöchel oder dahinter ist, nicht davor. Das sollte sich richtig gut anfühlen für deine Hüfte. Dann löse auf
Wir wechseln einmal die Seite, komm zurück über den Vierfüßler zur anderen Seite. Richte dich auf und setz dich noch einmal tief. Oh, sehr schön für die andere Hüfte. Und dann brauchen auch die Rückseiten unserer Beine noch eine kleine Dehnung. Und dazu kommen wir wieder in den Vierfüßler, stülpen hier unsere Zehen um und schieben uns in den herabschauenden Hund, ziehen die Fersen Richtung Matte, schieben uns weit nach hinten. Der Blick geht zwischen deinen Knien hindurch, mach dich ganz lang im Rücken, zieh deine Fersen Richtung Matte. Und jetzt wollen wir vom herabschauenden Hund in Malasana kommen. Du kannst natürlich Schritt für Schritt deine Beine weit öffnen und zur Mattenkante bringen. Oder du kannst heute mal versuchen, wo deine Knie jetzt so schön aufgewärmt sind, die Knie zu beugen, nach vorn zu deinen Händen zu blicken und in einem Sprung in Malasana zu landen. Versuch es einfach mal. Wenn du magst, wenn nicht, komm einfach ganz achtsam hier in diese Position. Hier pressen deine Ellenbogen gegen deine Knie von innen, die Hände ziehen nach unten, Handflächen pressen fest gegeneinander. Du richtest dich hier nochmal auf. Tiefe Atemzüge. Und dann bring die Hände zur Matte, schieb dein Gesäß langsam nach oben, bring die Füße wieder hüftbreit und wir fließen noch zweimal durch den Sonnenfloh. Atmen mit wir ein, komm in eine gestreckte Berghaltung. Ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen, gestreckte Berghaltung. Ausatmen, ganze Vorbeuge und spür mal, wie deine Beine sich jetzt anfühlen. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ganz weich, so ein bisschen wie ein Gummibärchen. Ausatmen, gehe tief. Einatmen, nochmal nach oben, gestreckte Berghaltung. Ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen, nochmal nach oben, mach dich lang. Und ausatmen, gehe tief. Bring die Hände zur Matte, komm wieder in den Vierfüßler, schwing die Beine zu einer Seite deiner Wahl, komm wieder in eine sitzende Position. Streck beide Beine aus. Die Zehenspitzen ziehen wieder zum Körper hin. Die Zehenspitzen ziehen wieder zum Körper hin. Sitze aufrecht, atme ein. Ausatme, deine linke Hand kommt von außen an dein rechtes Bein oder deinen Fuß, die rechte Hand sitzt auf. Du atmest ein, richtest dich nochmal auf und ausatmen, komm in eine Drehung, schau nach hinten. Halte hier. Einatmen, richte dich langsam wieder auf, bring die Arme über den Kopf, zieh dich in die Länge. Ausatmen, Seitenwechsel, rechte Hand von außen an deinen linken Fuß oder dein Bein. Linke Hand stellt auf, du atmest ein, ziehst dich nochmal in die Länge, ausatmen, komm in eine Drehung. Schau nach hinten. Einen Atemzug hinauf. Und beim Ausatmen löst du langsam auf und kommst nochmal mit mir in den Schneidersitz. Sitze aufrecht, Schultern nochmal tief. Bring die Hände einmal vors Herz und lege die Daumen an deinen Brustkorb.
Schließe nochmal deine Augen und spüre noch einmal die Verbindung mit dir selbst. Spüre, wie dein Atem deinen Brustkorb hebt und senkt. Spüre, wie weich und lang sich deine Beine jetzt anfühlen. Spüre, wie offen deine Hüften sind. Nimm wahr, wie deine Schultern ganz entspannt nach hinten unten fallen und wie aufrecht du sitzt. Das alles kann der Held, Virasana, die Heldenhaltung, der Heldensitz. Er schult nicht nur deine Konzentration, weil du achtsam in dieser Asana dich bewegen musst. Ist auch richtig gut, wenn du im Sommer geschwollene Beine hast. Regt diese Haltung deine Durchblutung mehr an und sorgt wieder für leichtere Beine. Er dehnt die Vorderseite deiner Oberschenkel, öffnet deinen Brustkorb. Mobilisiert in einem deine Fuß-, Knie- und Hüftgelenke und beugt so auch Arthrose vor. Und außerdem kannst du ihn auch machen, wenn du dich mal schlapp und müde fühlst, denn er ist wie so ein Wake-up-Call für deinen Körper und sagt, hey, hier ist die Energie, die du brauchst. Das alles kann der Heldensitz Virasana. Und du warst heute ein Held. Sei stolz auf dich, schenk dir nochmal ein Lächeln. Und lass uns voneinander verabschieden. Das Licht in mir sieht das Licht in dir. Namaste.